Freunde, ich bin glücklich, euch wieder auf meinem Kanal zu begrüßen. Heute werde ich euch eine weitere Strategie im Handel zeigen. Außerdem möchte ich nur zur Erinnerung sagen, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen noch nicht teilnehmt, aber teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale in mein Telegram und ich werde euch hinzufügen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Kommentare zu schreiben und Daumen nach oben zu geben. Fangen wir an. Heute werden wir mit einer Strategie handeln, die auf der technischen Analyse basiert. Als Hilfsmittel für die technische Analyse werden wir den Bollinger Band Indikator verwenden, der uns die ungefähren Bereiche der Kursbewegungen anzeigt. Und diese Informationen des Indikators werden uns bei der weiteren Analyse der Markts helfen. Dieser Indikator, den ich bereits angeschlossen habe, hat eine obere und untere Grenze sowie einen gleitenden Durchschnitt. In einem Abwärtstrend zum Beispiel bewegt sich der Preis hauptsächlich im unteren Teil unseres Indikators und auch in diesem Fall dient der gleitende Durchschnitt als Widerstandslinie, von der der Preis abprallt und sich nach unten bewegt. Dies hilft uns, den ungefähren Bereich der Kursbewegung zu bestimmen. Auch in einem Aufwärtstrend dient der gleitende Durchschnitt beispielsweise als Unterstützungslinie, von der der Kurs ebenfalls abprallt und sich nach oben bewegt. Auch in einer Seitwärtsbewegung drückt der Kurs von der oberen und unteren Grenze des Indikators. Außerdem gibt es noch bestimmte Muster auf dem Markt, zum Beispiel wenn der Preis impulsiv über die Grenze des Indikators hinausgeht. Je impulsiver der Ausstieg über die Grenzen hinaus ist, desto wahrscheinlicher ist ein Pullback auf die andere Seite. Wenn man solche Situationen auf dem Markt erkennt, kann man auch gutes Geld verdienen. Natürlich sollte man auch nicht vergessen, dass dieser Indikator ein Hilfsmittel der technischen Analyse ist. Deshalb sollte man sich nicht blind auf den Indikator allein verlassen. Ihr solltet auch auf Unterstützungs- und Widerstandsniveau sowie auf die Handelssituation im Allgemeinen achten. Nur kompetente Kombinationen aus technischer Analyse und Indikator, wollte ich sagen, zusammen werden uns gute Ergebnisse liefern. Heute werden wir uns nach solchen Situationen auf dem Markt richten und versuchen, Geld zu verdienen. Vielleicht wird euch diese Art des Handels gefallen und ihr werdet lernen, mit Hilfe dieser Strategie auch Geld zu verdienen. Lasst uns also losgehen und den ersten Einstiegspunkt finden. Hier haben wir ein Widerstandsniveau und wir können auch sehen, dass es einen Durchbruch dieses Niveaus durch eine gute, starke grüne Impulskerze gab. Außerdem hat der Preis die Grenzen unseres Indikators überschritten. Es beginnt sich eine rote Kerze zu bilden. In einer solchen Situation werden wir einen einminütigen Abwärtshandel eröffnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nach der impulsiven Aufwärtsbewegung zu einer Korrekturbewegung und einem Pullback in die entgegengesetzte Richtung kommen wird. In der Regel reicht in solchen Situationen eine Minute völlig aus. Ich hoffe, dass wir dieses Mal diese Korrekturbewegung nach unten verarbeiten können. Lass uns also auf das Ergebnis warten. Prima, es sieht nicht schlecht aus. Der Preis hat wirklich die Korrekturzone erreicht. Hier machen wir unseren Gewinn. Eine Minute war gerade genug Zeit. Das ist ein guter Anfang, oder? Machen wir weiter und suchen wir den nächsten Einstiegspunkt. So, hier haben wir ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass es eine starke Abwärtsbewegung hier als auch der Durchbruch des Niveaus war. Und an diesem Punkt bildet sich eine grüne Kerze. Und wir eröffnen einen Aufwärtshandel. Es ist wahrscheinlich, dass der Kurs nach einer starken Abwärtsbewegung und dem Durchbruch des Niveaus in die Korrekturzone fällt und ein Pullback auf die andere Seite stattfindet. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des Deals eine grüne Kerze gebildet. Sicherlich wird es in dieser Situation eine Reaktion von der unteren Seite unseres Indikators geben. Ich hoffe, dass in dieser Situation eine Minute für uns ausreichen wird. In diesem Moment können wir sehen, dass sich eine gute, sichere, impulsive grüne Kerze bildet. Also warten wir das Ergebnis ab. Ziemlich gut, Leute. Der Preis hat wirklich eine Korrekturzone erreicht. Hier machen wir unseren Gewinn. Dieser Indikator war wieder richtig und gab uns einen guten Einstiegspunkt. Machen wir weiter und betrachten wir die folgende Marktsituation. Hier haben wir ein Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass dies ein gewisser Wendepunkt ist und der Preis sich abwärts bewegt. Es liegt eine Art Abwärtstrend vor. Gleichzeitig entfernt sich der Kurs auch vom gleitenden Durchschnitt und bewegt sich abwärts. In dieser Situation werden wir einen Abwärtshandel für 2 Minuten eröffnen. Der Kurs bewegt sich im unteren Bereich unseres Indikators und es ist wahrscheinlich, dass der sich weiter in Richtung dieses Niveaus bewegen wird. Wir können auch sehen, dass das gesamte Kurspotenzial sinkt. Genau zu diesem Zeitpunkt bildet sich eine schöne, sichere rote Kerze aus. Hoffentlich reicht diese Zeit in dieser Situation auch für uns aus. Also warten wir das Ergebnis ab.
Na toll, Freunde, wie ihr sehen könnt, hat sich der Kurs tatsächlich weiter nach unten bewegt. Wir machen hier einen Gewinn. Wie man sieht, half uns der Indikator, die Grenze der Abwärtsbewegung zu bestimmen. Und diese Information hat uns bei der Analyse des Marktes geholfen. Diese Situation funktioniert perfekt, oder? Machen wir weiter und suchen wir den nächsten Einstiegspunkt. So, hier sehen wir das Unterstützungsniveau. Wir können auch sehen, dass es einen impulsiven Durchbruch des Niveaus gab und jetzt nach dem Durchbruch ist der Preis über unseren Indikator hinausgegangen. Eine grüne Kerze beginnt sich zu bilden und in einer solchen Situation schlage ich ebenfalls vor, einen einminütigen Aufwärtshandel zu eröffnen. Es ist durchaus möglich, dass der Kurs in naher Zukunft in die Korrekturzone gerät. Es wird zumindest einen kleinen Pullback nach oben geben. Die Reaktion wird von der unteren Begrenzung unseres Indikators ausgehen. Wie in den meisten Fällen fällt der Preis nach einem Impulsbruch des Niveaus in die Korrekturzone. Wir hoffen, dass wir mit dieser Korrekturbewegung nach oben Geld verdienen können und eine Minute reicht völlig aus. Warten wir also auf das Ergebnis. Nicht schlecht, Leute. Wie ihr sehen könnt, hat es einen Pullback nach oben gegeben. Wir machen hier einen Gewinn. Diese Situation funktioniert ganz gut. Außerdem lag der Indikator wieder richtig und gab uns einen guten Einstiegspunkt. Fahren wir fort und betrachten wir die folgende Situation auf dem Markt. Wir sehen, dass es ab einem bestimmten Punkt zu einer Umkehr gekommen ist und der Preis bewegt sich zuversichtlich nach unten. Er hat sich auch der unteren Grenze unseres Indikators genähert. Es gab ein Fading, eine grüne Kerze beginnt sich jetzt zu bilden. Hier werden wir einen Aufwärtshandel für eine Minute eröffnen. Sicherlich wird es nach einem sicheren, vorwärts gerichteten Bewegung eine Reaktion gegeben. Es wird zumindest einen kleinen Pullback nach oben geben. Ich hoffe, dass in dieser Situation auch eine Minute für uns ausreichen wird. Warten wir also das Ergebnis ab. Und großartig würde ich sagen, nach einer kleinen horizontalen Trendlinie hat sich die Aufwärtsbewegung fortgesetzt und wir haben Gewinne erzielt. Tatsächlich, von der unteren Grenze unseres Indikators gab es eine Reaktion und es gab einen Pullback in die andere Richtung. Dieser Indikator funktioniert wirklich perfekt. Betrachten wir weiter die folgende Situation auf dem Markt. Also Freunde, wir sind auf diesem gleichen Währungspaar nach einiger Zeit. Wir können sehen, dass sich hier eine schöne, sichere, impulsive rote Kerze gebildet hat, die auch über unseren Indikator hinausging. Zur gleichen Zeit beginnt sich eine grüne Kerze zu bilden und hier eröffnen wir einen Aufwärtshandel buchstäblich für eine Minute wieder. Wahrscheinlich wird es nach der Impulsbewegung nach unten auch vom Niveau her eine Reaktion geben. Es wird einen Pullback in die Gegenrichtung geben, also eine Korrekturbewegung. Ich hoffe, dass diese Zeit für uns ausreichen wird. Warten wir also auf das Ergebnis. Ja, schön. Der Kurs hat die Korrekturzone erreicht. Es gab einen Pullback nach oben und wir sind wieder profitabel. Wie man sieht, funktionieren diese Situationen perfekt. Weiter geht's mit dem nächsten Einstiegspunkt. Auch hier können wir sehen, dass es im Moment eine gute, sichere Aufwärtsbewegung gibt. Der Preis hat sich der unteren Grenze unseres Indikators genähert. Wir eröffnen einen Aufwärtshandel. Wir sehen, dass sich eine grüne Kerze zu bilden begonnen hat. Das bedeutet, dass es in naher Zukunft zu einer Korrekturbewegung und einem Pullback in die gegengesetzte Richtung kommen wird. Wahrscheinlich wird es eine Reaktion auf dem Unterstützungsniveau geben. Sie wird auch von der unteren Begrenzung unseres Indikators ausgehen. Wie wir an den unteren Werten dieser Candleticks sehen können, gibt es eine Unterstützungslinie. So, ich hoffe, dass dieses Mal eine Minute für uns ausreicht. Bleiben wir also gespannt auf das Ergebnis hier. Und das ist prima. Wie man sieht, ist der Kurs wirklich in die Korrekturzone geraten. Es hat einen Pullback nach oben gegeben. Jetzt nehmen wir unseren Gewinn mit. Die Reaktion kam vom Unterstützungsniveau des unteren Bereichs unseres Indikators. Und es ist uns gelungen, in dieser Situation einen Gewinn zu erzielen. Außerdem haben alle Marktsituationen perfekt funktioniert. Wie ihr seht, hat uns dieser Indikator immer geholfen, den ungefähren Bereich der Preisbewegung zu bestimmen. Auch die Muster mit Impulsbewegungen und dem Überschreiten des Niveaus haben perfekt funktioniert. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Jetzt wisst ihr, wie man den Bollinger Bands Indikator verwendet. Versucht nun, diesen Indikator selbst zu verwenden und sucht nach ähnlichen Situationen auf dem Markt. Handelt und übt so viel wie möglich, um eure eigenen Erfahrungen zu sammeln. Das ist auch sehr wichtig. Gebt niemals auf und verfolgt immer euer Ziel, dann werdet ihr mit Sicherheit gute Ergebnisse erzielen. Und ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr, um Handelssignale von mir zu erhalten, mir in Telegram das Codewort Signale schreiben müsst. Und dann werde ich euch zur geschlossenen Gruppe hinzufügen. Abonniert den Kanal, schreibt die Kommentare und gebt dem Video Daumen nach oben. Viel Spaß beim Handeln und bis bald!